Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es wieder mal um ein neues Gadget, um unser Auto zu diagnostizieren, Live-Daten auszulesen und ja, lasst euch überraschen. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, heute geht es um ein ganz kleines Gadget, nämlich hier von King Bolin, eDiag Elite. Darum geht es. Das ist ein OBD-Dongle. Ja, und mit dem können wir Live-Daten aus unserem Auto auslesen, Fehlerdiagnose machen. Wir können auch Service durchführen, Öl zurückstellen, Bremswartung einstellen, bedeutet, dass die Bremsbacken aufgehen, um die Bremsbeläge, Bremsscheiben zu wechseln und vieles, vieles mehr. Ja, was ist da drin? Natürlich wie immer Bedienungsanleitung, ganz klar. Dann ist das Ganze in so einem nicen Case hier verpackt. Das finde ich ja immer geil. Bedeutet, es fliegt nicht irgendwo rum, sondern man hat es wirklich ordentlich verstaut. Das, wie gesagt, sowas mag ich ja. Und hier drin ist dann der eigentliche Dongle. So sieht er aus. Macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Also kein billiges Plastik, wie man es sonst vielleicht von China-Dongeln her kennt. Nein, es ist wirklich sehr ordentlich verarbeitet. Macht einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Und ja, was kann das Ding? Blende ich euch hier seitlich ein. Diese ganze Service könnt ihr mit diesem Gerät hier durchführen. Und zwar nicht nur für unseren Ford Focus, sondern für alle möglichen Modelle, für alle möglichen Hersteller und. Das Gute daran ist, ihr zahlt hier einmalig einen Preis und habt dann lebenslange Update-Garantie. Also nicht wie bei anderen Dongles, anderen Herstellern, wo man da das Ganze für 1 Jahr oder 3 Jahre irgendwie erwirbt. Nein, hier zahlt man einmalig das Ganze und hat dann lebenslange Update-Garantie. Das ist schon mal sehr gut. Wie immer, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Also, schauen wir uns mal an, wie das Ganze tatsächlich im Betrieb aussieht. Einrichtung geht super einfach, habe ich schon einmal durchgeführt. Also das Ding einstecken, die eDiag-App runterladen. So sieht die aus, blende ich euch hier ein. Dann startet ihr das Ding, müsst euch einmalig hier über das Plus oben rechts den Dongle suchen lassen. Dann scannt ihr hier den Code ein, der ist hier auf dieser Anleitung hier, wie gesagt, das ist ein QR-Code, den könnt ihr euch dann einscannen, dann wird die Seriennummer und der Aktivierungscode automatisch übertragen, ansonsten gebt ihr den manuell ein, dann verbindet er sich mit dem Dongle und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Ja, zeige ich euch jetzt nicht, weil wirklich ein sehr, sehr einfacher Prozess ist. Danach habt ihr die App, so wie sie jetzt hier dargestellt ist. Ich stecke jetzt mal den Dongle ein und danach legen wir los. Kleinen Moment. So, Dongle eingesteckt. Wie ihr seht, er verbindet sich automatisch mit dem Handy über Bluetooth. Das hat also einwandfrei funktioniert, ohne dass man irgendwas machen muss. Nach der Ersteinrichtung natürlich. Und danach habt ihr den Zugriff auf alle Funktionen. Wir gehen jetzt mal auf die OBD-Funktion, schauen uns mal an, was da so Sache ist. Jetzt prüft er automatisch noch im Hintergrund nach, ob irgendein Modul aktualisiert werden muss. Ich habe natürlich hier schon die Ford-Module, also die ganzen Funktionalitäten für den Ford Focus runtergeladen. Und da prüft dann im Hintergrund jetzt nach, ob irgendetwas Neues im Internet verfügbar ist. Das Auto wird automatisch erkannt mit der Fahrgestellnummer. Wir sehen, es sind keine Leuchten, also keine Fehler im Kombi-Instrument. Das ist der Mild-Status, der ist aus. Es gibt prinzipiell auch keine Fehler und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wir können jetzt auf Enter gehen und können dann über die OBD-Funktionalität diverse Sachen auslesen. Wir können natürlich auch Fehlercodes löschen. Wären denn jetzt Fehlercodes da, kann man die löschen und dann eine Diagnose durchführen. Was uns aber interessiert, sind zum Beispiel die Live-Daten. Wir gehen jetzt mal in Live-Daten und wir sehen jetzt hier ganz, ganz viele Daten, die wir uns anschauen können. Ja, ich wähle jetzt einfach mal ein paar Sachen hier aus und danach schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht. Dazu muss ich das Auto mal starten. So, Auto ist gestartet. Die Sachen hatte ich ja jetzt ausgewählt und wir wählen OK aus und da sehen wir auch schon die Daten, die wir uns anschauen wollen. Außen Ansaug, Lufttemperatur 12 Grad aktuell draußen, das passt. Fahrgeschwindigkeit haben wir keine, wir stehen ja. Und hier, wenn wir uns was in einer anderen Einheit anschauen wollen, zum Beispiel den Atmosphärendruck, den möchte ich gerne in bar haben, können wir das Ganze dann machen. Wir können hier rechts auch uns das Ganze grafisch darstellen lassen. Das funktioniert also wunderbar. Und was man auch machen kann, natürlich, wenn man jetzt mit dem Auto fährt, kann man das Ganze hier unten sich aufzeichnen lassen und dann im Nachgang das Ganze sich in aller Ruhe anschauen.
So, wir speichern das Ganze mal ab. Also wie ihr seht, man sieht Live-Daten, man kann das Ganze aufzeichnen und ja, funktioniert hier also bestens. Wie gesagt, sehr interessante Daten, die ihr da mit diesem Dongle hier auslesen könnt. Fehler auslesen, Fehler löschen und ihr habt natürlich hier auch die Funktionalität, die Wartungsfunktionen und das ist ja das, was so ein Dongle ausmacht. Ich mache gerade mal das Auto aus, dann muss ich das Brummen im Hintergrund nicht irgendwie reduzieren. Und wie ihr seht, haben wir hier diverse Funktionen. Und ja, das ist eigentlich das A und O, wieso man sich auch so einen Dongle, so einen Scanner, OBD-Scanner besorgt. Nämlich, dass man diverse Wartungen dann auch selber durchführen kann. Ne? Wenn ihr Öl gewechselt habt, muss man das Ganze zurücksetzen. Oder hier die Drosselklappe, ABS-Bleeding, falls ihr die Flüssigkeit, die Bremsflüssigkeit gewechselt habt. Dieselpartikelfilter kann man auch manuell die Regeneration anstoßen. Falls man die Injektoren getauscht hat, muss man die nochmal neu anlernen, kann man darüber auch machen. Ja, viele nützliche Servicefunktionen. Und wie gesagt, ihr bezahlt einmalig, habt dann einen ja, lebenslangen Update-Garantie für alle möglichen Modelle. Mercedes, Audi, BMW, wie sie alle heißen. Ich schaue mal nach, wie man kann hier reingehen und normalerweise hier zusätzliche Funktionen dann auch noch erwerben, wenn man die denn möchte. Hier unten sehen wir dann die ganzen Modelle, die unterstützt werden. Ja, also wie ihr seht, alle üblichen Hersteller sind dort, Peugeot, Audi, BYD, Ferrari, Jaguar, ne? Also alle üblichen Verdächtigen sind hier drin, werden unterstützt. Ihr könnt also Fehler auslesen, Fehler löschen und diese Servicefunktionen bei allen Fahrzeugen durchführen. Hier die Wartungssoftware, die habe ich schon einzeln alle runtergeladen. Da klickt ihr es einfach nur an und alle werden dann runtergeladen. Und diese Module, das sind die Module, die ihr dann im Hintergrund prüft, werden dann halt immer up-to-date gehalten. Ja, ein ganz toller Dongle für alle, die jetzt kein separates großes Gerät brauchen. Also sage ich jetzt mal, für eine Werkstatt ist es vielleicht so, dass man da eher ein separates Gerät hat, mit dem man sich da anschließt. Und hier in diesem Fall ist das eher für den Heimgebrauch gedacht, weil man kann sein eigenes Handy benutzen, man hat einen Dongle und man ist sehr, sehr flexibel. Ja, falls euch das Ganze wie gesagt interessiert, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung auf meine Internetseite. Schaut es euch an. Aus meiner Sicht ist es bisher der, sag ich mal, der beste Dongle für eine Wartung durchzuführen. Ich hatte ja schon mal den ein oder anderen Dongle ausprobiert. Zumindest mal war es dort so, dass man da irgendwann ein Abonnement abschließen musste oder man hat ja nicht alle Funktionalitäten immer drin gehabt, vor allem nicht diese Service-Wartungsfunktionen, die waren meistens nicht dabei oder halt nur maximal eine Handvoll. Ja, ein ganz toller Dongle, wie schon gesagt, schaut es euch an, macht euch selber ein Bild drüber. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie das Ganze hier funktioniert. Wie gesagt, Verbindung super einfach, Bedienung des Gerätes super einfach und man kann auch die Wartungen durchführen. Das war's eigentlich zu dem Video. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.